In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird jährlich über 1 Million Tonnen Pasta konsumiert. Allein in Deutschland landet jede Minute 1,5 Tonnen Pasta im Kochtopf. Das entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von fast 10 Kilogramm pro Jahr. Pasta ist ein Grundpfeiler unserer Ernährung und genau deshalb müssen wir über die Qualität sprechen. Heute erfahrt ihr die dunklen Punkte in den Laborberichten der Marken, denen ihr vertraut. Wir decken auf, welche Maschinenölrückstände sich hinter dem Bio-Siegel verbergen. Und wir liefern den technischen Beweis, warum die Soße bei manchen Nudeln einfach auf den Boden des Tellers sinkt, anstatt haften zu bleiben. In diesem Video analysiere ich basierend auf den aktuellsten Berichten von Ende 2024 und 2025 den Skandal um gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe, MOSH, in bekannten Bioserien. Wir sprechen über Glyphosat in billigem Weizen aus Kanada und über gefährliche Schimmelpilzgifte in Vollkornpasta, die das Immunsystem schwächen können. Von der überraschenden Reinheit des Marktführers Barilla bis hin zur Frage, wie Recheis in Österreich seine Dominanz behauptet. Hier erfahrt ihr alle technischen Fakten. Ihr werdet den gewaltigen Qualitätsunterschied zwischen der billigen Produktion mit Teflonformen und der traditionellen Bronzeform sehen, die die Soße wie ein Schwamm aufsaugt. Am Ende des Videos könnt ihr die aktuellen Preise und Inhaltsstoffe der genannten Produkte über die Links in der Infobox prüfen oder diese direkt bestellen. Doch bevor wir zu den Marken kommen, müssen wir über ein entscheidendes technisches Detail sprechen. Das ist extrem wichtig, um die Lage zu verstehen. Deutschland importiert jährlich zwischen 400.000 und 600.000 Tonnen kanadischen Hartweizen. Das deckt in manchen Jahren bis zu 50% des gesamten Bedarfs. Warum Kanada? Während europäischer Weizen oft nur 12% Protein liefert, erreicht kanadischer Weizen Werte von 14,5% und mehr. Die Industrie braucht diesen hohen Proteingehalt, damit die Pasta auf den Produktionslinien nicht bricht und im Topf al dente bleibt. Doch hier liegt der Skandal. Wegen des kalten Klimas in Kanada kann das Getreide nicht natürlich auf dem Feld trocknen. Um die Ernte zu beschleunigen, setzen die Farmer Glyphosat ein, um die Pflanze zwangsweise auszutrocknen. Technisch nennt man das Pre-Harvest Desiccation. In Deutschland ist dieses Verfahren verboten, beim Import aus Kanada jedoch legal. Das ist die Hauptquelle für die Glyphosatrückstände in den Analysen der großen Marken. Da die Chemikalie gespritzt wird, während die Pflanze noch lebt, dringt sie direkt in das Korn ein. Wir essen dieses Pestizid mit und füttern es unseren Kindern. Am Ende werden wir die Verantwortlichen mit eurer Unterstützung zur Rechenschaft ziehen. Während die Industrie das Risiko billig einkauft, gibt es jedoch Hersteller, die dieses Risiko eliminieren, indem sie auf kontrollierten regionalen Weizen setzen. Diesen Herstellern gebührt unser Dank, dass sie uns nicht mit Pestiziden füttern. Nach diesem technischen Exkurs schauen wir uns nun die Laborberichte und Nutzertests im Detail an. Wir beginnen unser Ranking mit einem Produkt, das im Labor komplett durchgefallen ist: Edeka Bio Spaghetti. In den Berichten von Ende 2024 und 2025 lautet das Urteil eindeutig: mangelhaft. Das Problem ist nicht das Pestizid auf dem Feld, sondern technische Fahrlässigkeit in der Produktion. Die Analysten fanden extrem hohe Werte von MOSH. Das ist technisch gesehen eine Migration. Mineralöle aus den Schmiermitteln der Maschinen oder aus der Druckfarbe der Verpackung wandern direkt in das Lebensmittel. Der menschliche Körper kann diese Substanzen nicht abbauen. Sie reichern sich in der Leber, der Milz und den Lymphknoten an. Nach den EFSA-Protokollen von 2025 gilt diese Anreicherung als hohes Risiko für chronische Entzündungen. Zudem setzt Edeka auf Hochgeschwindigkeitsproduktion mit Teflonformen. Das Ergebnis: die Oberfläche der Nudel ist spiegelglatt. Die Soße findet keine Mikroporen, an denen sie haften könnte. Wenn eure Soße wässrig am Boden des Tellers schwimmt, ist das kein Kochfehler, sondern die Folge einer billigen Produktionstechnologie. Auf dem 9. Platz folgt der nächste Discounter-Riese: Netto Bio Bio. Hier ist die Lage noch kritischer als bei Edeka. In den Analysen wurden nicht nur gesättigte Öle, sondern auch Spuren von Moa gefunden. Also aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe,
die unter Krebsverdacht stehen. Ein weiteres massives Problem bei den Vollkornvarianten sind die Schimmelpilzgifte HT2 und T2. Diese Toxine entstehen durch Fusariumpilze, wenn die Hygiene bei der Trocknung nach der Ernte versagt. Diese Stoffe drücken das Immunsystem massiv nach unten. In den 2025er Laborberichten ist Netto hier das schwächste Glied in der Kette. Hinzu kommt eine schwache Proteinstärke. Kochtests zeigen, dass die Pasta überdurchschnittlich viel Stärke an das Wasser abgibt. Da die Glutenmatrix instabil ist, verliert die Nudel ihre Form und wird klebrig. Wenn euer Nudelwasser schneeweiß und trüb wird, ist das der Beweis für die minderwertige Rohstoffqualität von Netto. Warum schneiden ausgerechnet Bioprodukte im Labor oft schlechter ab? Viele Marken nutzen aus Umweltschutzgründen Recyclingpapier, verzichten aber auf eine sogenannte funktionelle Barrierefolie im Inneren. Ohne diese Barriere saugt die Pasta die Chemikalien aus der Verpackung auf wie ein Magnet. Wer im Jahr 2025 an dieser Technologie spart, stellt die Gewinnmarge über die Gesundheit der Verbraucher. Auf dem 8. Platz steht mit Birkel einer der traditionsreichsten Nudelhersteller Deutschlands. Birkel ist vor allem in der Kategorie Eiernudeln eine feste Instanz. Doch die Laborberichte für 2024 und 2025 werfen technische Fragen zur Rohstofflieferkette auf. In den Analysen der klassischen Serien wurden Glyphosat-Rückstände nachgewiesen. Zwar liegen diese unter den gesetzlichen Grenzwerten der Europäischen Union, aber der Befund bleibt bestehen. Der technische Grund? Um die gewaltigen Produktionsmengen zu decken, mischt Birkel Hartweizen aus Europa mit Importen aus Kanada und Nordamerika. Da in Kanada die Anwendung von Glyphosat zur Erntebeschleunigung gängige Praxis ist, landen diese chemischen Spuren unweigerlich im Endprodukt. Ein weiteres Detail betrifft die Eiernudeln. Die Qualität des verwendeten Eipulvers und das Trocknungsverfahren beeinflussen die Proteinstruktur massiv. Durch die industrielle Hochtemperaturtrocknung werden die Proteinbindungen geschwächt. Wenn eure Nudeln beim Kochen extrem viel weißen Bodensatz im Topf hinterlassen, ist das der Beweis dafür, dass die Glutenmatrix zerfällt. Das Ergebnis ist eine verminderte Fähigkeit der Pasta, Soße aufzunehmen. Die Soße bleibt lediglich oberflächlich haften. Wir rücken vor auf Platz 7 und schauen nach Österreich. Rechers ist mit einem Marktanteil von über 30% der unangefochtene Marktführer und eine der wenigen Marken weltweit, die den Giganten Barilla auf eigenem Territorium schlagen können. Die aktuellen Laborergebnisse für 2025 zeigen, dass Rechers in Sachen Reinheit die Nase vorn hat. In den Mosch-, Moa- und Glyphosat-Tests schnitt die Marke mit der Note gut ab. Das Geheimnis dieses Erfolgs liegt in der Rohstoffstrategie. Rechers nutzt überwiegend Hartweizen aus Österreich und den umliegenden Regionen statt Importware aus Kanada. Diese kurzen Lieferketten minimieren das Risiko von Kontaminationen während der Logistik und verringern die Wahrscheinlichkeit chemischer Rückstände. Ein technischer Glanzpunkt ist die Gold-Serie. In diesen Nudeln werden pro Kilogramm 4 bis 5 Eier verarbeitet. Mit steigendem Eigehalt erhöht sich der Luteinanteil, was der Pasta ihre natürliche goldgelbe Farbe verleiht und sie beim Kochen extrem formstabil macht. Bei den Soßenhaftungstests zeigt sich, Rechers nutzt zwar spezielle Presstechniken zur Oberflächenverbesserung, erreicht aber noch nicht die Rauheit einer klassischen Bronzeform. In puncto chemischer Reinheit gewinnt die Marke volles Vertrauen, bei der gastronomischen Saucenperformance bleibt sie jedoch eine Stufe unter dem Premium-Segment. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis zur Produktion. In der Industrie ist Zeit Geld. Viele Marken trocknen ihre Pasta bei über 90 Grad in nur wenigen Stunden. Diese extreme Hitze zerstört jedoch die Struktur der lebenswichtigen Aminosäure Lysin und macht die Nudeln nährstoffarm. Pasta, die im Labor hohe Lysinwerte aufweist, wurde bei niedrigen Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad über einen langen Zeitraum getrocknet. Nur so bleiben die Nährwerte wirklich erhalten. Platz 6 belegt die Marke San Fabio von Penny. Die technischen Daten hier sind verblüffend. San Fabio sicherte sich in den aktuellen Analysen von 2025 die Note sehr gut. Damit ließ dieses Produkt viele Biomarken hinter sich,
die teilweise dreimal so teuer sind. Die Laborwerte zeigen, dass Mosch- und Moa-Werte, also Mineralölrückstände, bei Sanfabio nicht nachweisbar waren. Es gibt hier keine Maschinenölleckagen und keine Migration aus der Verpackung. Der Grund dafür ist die Verwendung von Frischfasern für die Papierverpackung anstelle von Recyclingmaterial. Frischfasern verhindern physikalisch, dass Tintenrückstände aus der Verpackung auf die Pasta übergehen. Trotz des Preises von nur 0,79 Euro liegt der Glyphosatrückstand bei null. Der Proteingehalt des verwendeten Hartweizens ist bei konstant 12,5% festgeschrieben. Das sorgt für eine gute Formstabilität beim Kochen. Die Soßenperformance ist jedoch nur Mittelmaß. Da in der Produktion Standardmetallformen verwendet werden, bleibt die Oberfläche mikroskopisch glatt. Die Soße wird daher nicht so effektiv aufgesogen wie bei Premium-Marken. Aber aufgrund der chemischen Reinheit ist dieses Produkt der wahre Champion in dieser Preisklasse. Auf dem 5. Platz landet Combino von Lidl. Combino ist kein einfaches Billigprodukt. Durch eine strikte Prozessoptimierung liefert die Marke in den Labortests jedes Jahr konstante Ergebnisse. Auch 2025 konnte Combino die Tests zur chemischen Reinheit mit Bravour bestehen. Besonders bei den Analysen auf Schimmelpilzgifte wie HT2 und T2 lag das Produkt 90% unter den gesetzlichen Grenzwerten. Das ist ein Spitzenwert für die Hygiene. Lidls Erfolg basiert auf extrem strengen technischen Spezifikationen beim Rohstoffeinkauf. Der Hartweizen für Combino wird verstärkt aus Europa bezogen, um das Risiko von Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden, das bei langen Seetransporten in Schiffshülsen aus Kanada besteht. In den Kochtests zeigte Combino eine geringe Stärkeabgabe an das Wasser. Das bedeutet, dass das Glutennetzwerk intakt bleibt und die Kohlenhydratstruktur geschützt wird. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten verwendet Lidl bei einigen Produktionsserien speziell angeraute Formen, um die Haftungszeit der Soße zu verbessern. Unter den günstigen Nudeln ist dies das Produkt, das am wenigsten Soße am Boden des Tellers zurücklässt. Durch die volle Einhaltung der europäischen Lebensmittelverordnungen von 2026 ist Combino ein hochprofessionelles Preis-Leistungsprodukt. Warum schneiden Marken wie Sanfabio und Combino im Labor sauberer ab? Das ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung der Verpackungstechnik. Wenn statt Recyclingpapier sogenannte Frischfaser verwendet wird, sinkt das Risiko für Rückstände von Zeitungsdruckfarben und Mineralölen technisch auf Null. Bei Billigprodukten fehlt oft die Schutzfolie im Inneren. Deshalb muss die Außenverpackung absolut rein sein. Diese beiden Marken investieren in die richtige Technologie, um das Migrationsrisiko zu kontrollieren. Im Jahr 2026 gilt die Verwendung von Frischfasern als der Goldstandard für chemische Reinheit. Die gewöhnlichen Marken haben wir hinter uns gelassen. Jetzt betreten wir die Premium-Liga. Den Bereich, in dem Gesundheit über Profitgier steht und wahre Kunst im Fokus liegt. Das ist mein absoluter Lieblingsabschnitt. Aber bevor wir weitermachen, ein wichtiger Hinweis. Damit wir diese tiefgehenden Analysen fortführen und die Konzerne kontrollieren können, klickt jetzt auf den Bildschirm und schickt uns ein völlig kostenloses Hype. Euer Abo und euer Like geben uns die Kraft, unabhängig zu bleiben. Das ist kein einfacher Klick, sondern echte Unterstützung für ehrliche Lebensmittel. Jetzt geht es zur Spitze der Qualität mit Platz 4 und 3. Auf dem 4. Platz steht ein technisches Meisterwerk aus Benevento, Rummo. Was Rummo von der Masse abhebt und in den Laborberichten von 2024 bis 2025 an die Spitze bringt, ist die patentierte Lenta Lavorazione, die langsame Verarbeitung. Während Industrienudeln in Minuten schockgetrocknet werden, lässt Rummo der Pasta viele Stunden Zeit bei sehr niedrigen Temperaturen. Die Analyse zeigt, eine intakte Proteinstruktur verliert keine Stärke im Kochwasser und bleibt bis zum Schluss al dente. Rummo ist die erste Marke weltweit, die ihre Kochleistung zertifizieren lässt und jede Charge mit einem Dynamometer prüft. Mosch, Moa und Glyphosat sind hier nicht nachweisbar. Und die echte Bronzeform macht die Soße zu einem Teil der Pasta, statt nur zu einem Belag.
Platz 3 belegt der Goldstandard der italienischen Pastakunst, De Cecco. Sie dominieren fast 40% des Premium-Marktes in der Dachregion. Hier trifft ehrliche Produktion auf harte Daten. 3 Faktoren machen sie unschlagbar. Erstens die Trocknungszeit. Lange Pasta trocknet zwischen 18 und 36 Stunden bei simuliertem Wind. Das schützt Vitamine und Farbe. Zweitens, De Cecco hat eigene Mühlen und mahlt das Korn selbst. Das garantiert höchste Proteingüte nach den EFSA-Kriterien von 2025. Drittens, die Oberfläche ist voller rauer Täler, die Soße wie ein Magnet anziehen. Schimmelpilzgifte sind hier kein Thema mehr. Die aktuellen Berichte zeigen eine glatte Null bei Schadstoffen. Warum ist Niedrigtemperaturtrocknung so wichtig? Bei über 90 Grad Celsius denaturieren Proteine. Die Struktur bricht zusammen. Die Pasta wird schwer verdaulich und nährstoffarm. Marken wie De Cecco und Romo bewahren diese Bindungen. Das ist kein Luxus, sondern hochwertige Ernährung auf zellulärer Ebene. Auf dem zweiten Platz steht der unangefochtene Gigant Barilla. Der Grund ist die erstaunliche Beständigkeit in den Berichten von 2024 bis 2025. Die klassische Spaghetti Nummer 5 hat im Test die Bestnote sehr gut abgeräumt. Barilla kontrolliert die Lieferketten so streng, dass weder Mineralöl noch Glyphosat gefunden werden. Sie setzen fast nur noch auf europäischen Weizen, um Risiken aus Kanada zu vermeiden. Warum nicht Platz 1? Weil die blaue Serie noch Teflonformen nutzt. Die Oberfläche ist mikroskopisch glatt und bindet Soße nicht perfekt. Technisch ist Barilla absolut sauber, aber gastronomisch fehlt der letzte Bronzeschliff. Und hier ist die Spitze. Der Champion für 2026 ist La Molisana. 3 Gründe machen diese Marke zur Nummer 1. Erstens, der massive Proteingehalt von 14,5%. Das sorgt für felsenfeste Konsistenz. Zweitens, das Matese-Quellwasser aus den Bergen auf 730 Metern Höhe. Es stabilisiert die Stärkequalität auf natürliche Weise. Drittens, die Reinheit. La Molisana hat in jedem Punkt, von Mosch bis Schimmel, die Null-Fehler-Quote erreicht. Mit echter Bronzetechnik verbindet sich die Soße genetisch mit der Nudel, statt nur oben aufzuliegen. Heute habt ihr gesehen, dass Pasta mehr als nur Kohlenhydrate ist. Es ist das Ergebnis von tausenden Labortests und industriellen Entscheidungen. Von Mineralölskandalen auf Platz 10 bis zur Ingenieurskunst auf Platz 1. Wir haben alles für euch transparent gemacht. Wir stecken extrem viel Arbeit in die Recherche dieser Laborberichte und technischen Analysen, um euch die ehrlichsten Informationen zu liefern. Wenn diese Daten euren Blick auf die Produkte in eurem Einkaufswagen auch nur ein Stück verändert haben, dann unterstützt diesen Kampf für ehrliche Lebensmittel bitte mit einem Abo und einem Like. Das ist für uns die größte Motivation. Wie ich euch am Anfang des Videos versprochen habe. Um eure eigene Preis-Leistungs-Analyse zu machen, findet ihr die Liste aller Produkte, die die 2026er Tests mit Bravour bestanden haben, unten in der Videobeschreibung. Dort sind die Marken mit den saubersten Inhaltsstoffen verlinkt, die die Soße wie ein Magnet anziehen. Verschwendet keine Zeit damit, im Supermarkt mühsam Etiketten zu lesen. Ich habe die im Labor bestätigten besten Produkte dort einzeln für euch aufgelistet. Ihr könnt dort sicher und direkt einkaufen. Vergesst niemals, es gibt keine billigen Lebensmittel. Den Preis zahlt man entweder sofort an der Kasse oder langfristig mit der eigenen Gesundheit. Wählt immer den ehrlichen Weg. Wir sehen uns bei der nächsten Tiefenrecherche. Bleibt gesund und sorgt dafür, dass die Qualität auf eurem Teller niemals zu kurz kommt.